Mit großen Schritten nähert sich unsere kleine Gartenschau der Fertigstellung. Um das Areal in seiner vollen Pracht erstrahlen zu lassen, sind noch viele Handgriffe nötig. Es müssen bis zu 150.000 Blumen gesteckt, Parkplätze gestaltet und Buden gebaut werden. Da das selbst für unsere Mitarbeiter zu viel war, mussten sogar 2 Helfer organisiert werden, die vor Ort beim Basteln geholfen haben. Und hier zum Beispiel entstehen jetzt gerade die großen Blumenflächen. Der Arne ist gerade dabei, hier Kreise ornamentmäßig anzubringen. Mit einer Liebe und Geduld ist er dabei. Und Alexander hat dann quasi die nächste Platte, die dann auf die von Arne kommt. Die werden dann so terrassenförmig angebaut, die Platten. Ein Aufruf im Forum wurde freudig angenommen und etliche Fans beteiligten sich tatkräftig. Sie beklebten und bemalten zu Hause die kleinen Blumen und schickten sie dann zurück zu unserem Modellbauteam. Der Tag des Aufbaus ist gekommen und die erste der IGS-Platten wird auf die Anlage gebracht. Aus Platzgründen muss aber ein kleiner Umweg gemacht werden. Oben angekommen müssen die Modellbauer alle Kabelverbindungen durch vorbereitete Löcher stecken, um die LEDs auf der fertigen Fläche mit Strom versorgen zu können. Das Gewicht der Platten verlangt den Einsatz vieler Hände. An den Verbindungsstellen der einzelnen Platten muss darauf geachtet werden, dass die Flussbereiche mit Silikon abgedichtet werden. So wird garantiert, dass später beim Wassergießen keine Flüssigkeit durch die Platten dringt. Wir gießen jetzt hier dieses 2-Komponenten-Gießerz rein als Wasserersatz. Das ist so der letzte Arbeitsschritt. Und dann hoffen wir, dass es nirgendwo durchläuft. Die zähflüssige Masse wird sich langsam, aber stetig gleichmäßig über den gesamten Fluss ausbreiten. Wenn es nach 6 Stunden sauber ausgehärtet ist, kann auch sichergestellt werden, dass es kein Leck gibt und die Verbindungsstellen ausreichend abgedichtet wurden. Der Tag der Eröffnung ist gekommen. Fotografen und Kamerateams bereiten sich vor, den feierlichen Akt gebührend festzuhalten. Guten Morgen und herzlich willkommen im Miniaturwunderland. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir Herrn Baumgarten hier haben, den Geschäftsführer der IGS. Ja, Herr Braun, vielen Dank erstmal auch für diese schöne Aktion. Wie ich finde, auch das Thema Garten, das Thema Gartenschau zu spielen hier im Miniaturwunderland. Ich glaube, dass es für viele Besucher hier, wie auch später in der Gartenschau, eine sehr schöne Verbindung ist. Vor allen Dingen auch das Thema 81. Garten noch einmal sozusagen das Toppen, was man im 1:1 Maßstab auf der Gartenschau sieht. Dann würde ich vorschlagen, wir schreiten zur Tat und mal schauen, was der 81. Garten denn so zu sehen gibt. Nachdem der Vorhang gefallen ist, hatte die Presse die Möglichkeit, Impressionen der kleinen IGS einzufangen. Interviews für Radio und Fernsehen reihten sich aneinander und natürlich stand auch ein Shooting auf dem Plan. Wir haben noch eine kleine Überraschung, Herr Baumgarten. Wir haben Sie auch mit kleinen nachgebaut. Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Abbildung des Parks auf kleinstem Raum mit den Ideen, die in diesem Park vorhanden sind. Die finden sich hier wieder. Es finden sich hier Bilder wieder, die man auch im Park erkennt. Ich nehme nur mal die Kletterhalle, ich nehme aber auch den Blumenflor, der sehr schön gelungen ist. Und vor allen Dingen, was auch dazu gehört, ist eben das Element Wasser, was hier aufgenommen ist in die Gesamtgestaltung. Insofern glaube ich, dass ein solches Modell hier Lust macht auf den Besuch im großen Park selbst. Am 26. April öffnete die große IGS ihre Tore. Seitdem können Sie die Blumenpracht an der Grenze zum Skandinavien-Abschnitt bestaunen. Die Werkstätten sind fast fertiggestellt. Nachdem bei unserem letzten Besuch noch alles gebaut wurde, so können wir jetzt mit Stolz unsere neuen Werkstätten für die Elektroniker und Modellbauer präsentieren. Hier wird schon fleißig an neuen und alten Modellen gefeilt. Neben großzügigen Arbeitsflächen ist in der Werkstatt genug Platz für alle Materialien und Geräte. Auch bei den Modellbauern hat sich viel getan. Neben Tischen mit unterschiedlichen Höhen, um allen Mitarbeitern die besten Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, gibt es sogar einen Tisch mit verstellbarer Höhe. Die offene Gestaltung ermöglicht den Austausch während der Arbeit, aber gleichzeitig genug Platz für jeden Modellbauer. Falls Sie bisher nicht die Gelegenheit hatten, können Sie jetzt auch persönlich einen Blick in unsere offenen Werkstätten werfen. Sie befinden sich im 3. Stock auf gleicher Höhe mit unserem Kino. Es ist 23:30 Uhr am Abend des 1. Mai. An unseren Kassen finden sich ungewöhnlich viele Besucher für diese Uhrzeit ein. Anlässlich des 34. Kirchentages wagen wir einen einmaligen Versuch. Der erste Miniaturgottesdienst der Welt im Miniaturwunderland. Pastor Eckhard Maase bereitet sich auf seine Predigt vor. Diese kleine Welt im Vergleich zur großen Welt bedeutet natürlich auch die Frage, wie sieht Gott uns? Sieht er uns auch so als die kleinen Menschen, die da nur rumlaufen und die uns vielleicht auch gar nichts angehen oder die ihn nichts angehen? Und ich glaube, dass es nicht so ist.
Gott ist einer, der sich einmischt, aber trotzdem einen großen Abstand hat. Er sieht, welche Probleme er wie einordnen muss und weiß, wo er eingreifen kann. Und darauf vertraue ich. Sobald die Lichter aus waren, kam gemütliche Stimmung auf. Live-Musik sorgte für die entsprechende Untermalung. Der Mini-Gottesdienst im Miniatur-Wunderland. Ein willkommener Abschluss des Tages, besonders für die erschöpften Mitarbeiter. Der Gottesdienst war ein sehr schöner Abschluss für den Abend, weil wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat und so, konnte man sich hier nochmal entspannen in dem Licht. Und es war auch schön knackig kurz. Also es war sehr schön, um runterzukommen und gleich kann man ganz bestimmt sehr ruhig schlafen. Große Pötte und kleine Züge. An ausgewählten Terminen bietet das Wunderland Ihnen ein besonderes Erlebnis an. Erst genießen Sie an Bord einer der gemütlichen Barkassen den abendlichen Hafen aus einer ganz neuen Perspektive. Der Kapitän gibt Ihnen dabei informative und unterhaltsame Einblicke in die Geschichte und Gegenwart des Hamburger Hafens. Der Hamburger Hafen hatte letztes Jahr einen Gesamtanschlag von 154 Tonnen. Davon waren in Containern mittlerweile. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, das Wunderland ohne Wartezeit zu besuchen. Wir bieten dazu außerdem einen Einblick in die Geschichte unserer kleinen Welt und geben Ihnen die Gelegenheit, unter die Schweiz und hinter Amerika zu schauen. Nach dem großen Erfolg der ersten Veranstaltung bieten wir Ihnen nun regelmäßig die Möglichkeit, sich von dem großen und kleinen Hamburg verzaubern zu lassen. Für weitere Informationen fragen Sie einfach unsere Mitarbeiter oder besuchen unsere Homepage. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung. Also Schiff Ahoi!